Hallo und herzlich willkommen zu den Heimkinoraum Video News. Mein Name ist Christian Obermeier. Heute in einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir haben hier ein fast schon serienreifes Modell des neuen Epson TW 9300 bzw. TW 9300W. Epson arbeitet hier mit einem völlig neuen Chassis. In diesem Chassis gibt es dann den 7300er, den 9300 und den 9300W. Der Unterschied 9300 und 9300W ist wie bei den Vorgängergeräten auch, die W-Variante ist wireless, sprich wir haben dann hier einen Wireless HDMI-Sender mit dabei und können dann HDMI-Signale eben per Funk auf das Gerät transportieren, sodass man also keine Kabel zu dem Gerät, keine HDMI-Kabel zu dem Gerät verlegen muss, wenn er zum Beispiel an der Decke hängt. In der Preisklasse bewegen wir uns hier bei rund 3.000 € für den schwarzen 9300, den gibt es nämlich auch dann nur in schwarz, und ca. 3.500 € für den weißen 9300W, so wie wir ihn jetzt hier auch sehen. Und wenn man sich das Gehäuse mal anschaut, wir haben also hier einen symmetrischen Aufbau, sprich die Optik ist hier in der Mitte, versteckt hinter einer Staubschutzblende, auch das wurde beibehalten zum Vorgängermodell. Dann haben wir hier noch ein paar Lüftungsschlitze, auf der rechten Seite hier vorne direkt auch noch den Luftfilter. Ganz wichtig, Epson arbeitet hier mit LCD-Panels. Das heißt, hier zirkuliert auch die Luft in der optischen Einheit. Es ist also sehr wichtig, dass man hier gute Luftfilter verwendet, und da haben wir bei Epson wirklich nur die allerbesten Erfahrungen gemacht, was den Filter betrifft, um im Prinzip diese ganze optische Einheit vor Staub auch zu schützen. Dann haben wir hier seitlich ein Bedienfeld. Hier zwei Tasten, um das Gerät ein- und auszuschalten. Die Quelle kann man noch wählen und der Rest der Bedientasten befindet sich hier unterhalb dieser Blende. Hier kann ich dann also wirklich den Projektor auch mal ohne Fernbedienung steuern. Natürlich ist hier auch eine Infrarot-Fernbedienung, die hier sehr übersichtlich gestaltet ist, auch direkt mit dabei im Lieferumfang. Das Ganze ist natürlich auch hintergrundbeleuchtet, wie es für einen guten Heimkinoprojektor auch gehört. Da kommen wir aber dann gleich im Detail noch dazu. Da gibt es ein paar Funktionen, die wir uns dann noch ansehen werden. Auf der Geräterückseite gibt es dann hier das Anschlussfeld. Da haben wir dann hier zwei HDMI-Anschlüsse. Einer ist hier mit HDCP 2.2 versehen. Wer also hier wirklich 4K-Quellen zuspielen möchte, sprich Netflix oder Amazon 4K-Inhalte, Ultra HD, Blu-rays, der muss unbedingt hier diesen HDMI 1-Eingang verwenden. Der 2er ist nicht kompatibel dazu. Es gibt hier noch USB-Anschlüsse, die hier hauptsächlich für Firmware-Aktualisierungen notwendig sind. Es gibt einen LAN-Anschluss. Achtung, hier aber könnte man vielleicht vermuten, dass man direkt mit dem Gerät streamen kann, also Fotos, Videos streamen kann. Das ist nicht der Fall. Dieser LAN-Anschluss dient also wirklich nur der Steuerung. Dann gibt es weiter noch einen VGA-Anschluss für einen älteren PC vielleicht oder einen Laptop, RS232 wieder zur Steuerung, und einen Trigger-Anschluss, der hier, wenn der Projektor an ist, 12 Volt Gleichspannung ausgibt, um dann zum Beispiel per Kabel eine Leinwand automatisch runterfahren zu lassen. Wenn der Projektor dann wieder ausgeht, fährt die Leinwand dann wieder automatisch hoch. Damit diese Wireless-Variante auch möglichst unauffällig an der Decke hängen kann, gibt es hier noch eine kleine Blende bei der W-Variante. Die wird dann einfach hier reingeklickt. So sieht das Ganze dann aus. Die Anschlüsse sind also alle versteckt. Dann hat man hier wirklich einen sauberen, schlichten Look. Wenn wir uns diese Seite hier mal ansehen, da gibt es eigentlich nur das Lampencover zu sehen. Also unter dieser Blende verbirgt sich eine UHP-Lampe. Über diese Lampe wird das Licht erzeugt, die hält bis zu 5000 Stunden im Eco-Modus. Neu sind jetzt hier übrigens 3 Helligkeitsstufen bei den Epson-Geräten, also beim 9300 und 9300W. 5000 Stunden im Eco-Modus, 4000 Stunden im mittleren Modus und 3500 Stunden im hohen Lampenmodus. Also hier wirklich eine sehr hohe Lampenlaufzeit und weiterhin sogar die bekannte Epson-Garantie von 3000 Stunden oder 3 Jahren. Und beide Geräte haben auch eine Garantie von 3 Jahren auf das Gerät an sich mit einem Vor-Ort-Service. Das heißt, sollte wirklich mal was passieren, toi toi toi, wollen wir nicht hoffen, dann kommt aber jemand vorbei, bringt ein Leihgerät und holt dann dieses Gerät auch zur Reparatur ab. Auf der Unterseite haben wir hier jede Menge Aufnahmepunkte für einen Deckenhalter.
Die Grundaufnahmepunkte, wie wir sie von Epson kennen, sind bestehen geblieben. Man kann also weiterhin seine Epson MB30 Deckenhalterung weiterverwenden, wenn man das möchte. Oder wer überhaupt einen Epson-Projektor an der Decke hängen hat, der muss hier überhaupt nichts verstellen, der kann ihn einfach nur tauschen. Und zusätzlich sind hier eben noch ein paar Aufnahmen gekommen, damit man hier wirklich noch mehr Flexibilität in der Wahl der Deckenhalterung hat. Beim 9300W, also bei der Wireless-Variante, ist dieser Sender, den hatten wir gerade schon mal kurz gesehen im Bild, mit dabei. Darüber können wir insgesamt 4 HDMI-Anschlüsse oder 4 HDMI-Signale wireless zum Projektor übertragen. Und das Ganze, und das ist hier wirklich eine kleine Sensation, mit 4K-Signalen. Ich kann also hier von meinem Ultra HD Blu-ray Player reingehen und hier bis zu maximal 10 Meter Reichweite dieses Signal übertragen. Wir haben das hier auch schon probiert. 10 Meter, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, haben wir nicht ganz geschafft. Mit den vergangenen Generationen waren immer so 6 bis 8 Meter überhaupt kein Problem. Und hier ist es so, dass der Sender sollte wirklich vor dem Projektor sein, also auf der gegenüberliegenden Seite, sprich auf der Leinwandseite. Und dann sind sicherlich 6 bis 8 Meter kein Problem. Das konnten wir hier auch schon nachstellen und ausprobieren. Wir hatten sogar entgegen der Herstellerempfehlung diesen Sender hinter dem Projektor und weiter oben, also nicht ganz optimal, und selbst da hatten wir eine Signalstärke von 100%, also da scheint doch mehr Flexibilität drin zu sein, als man es auf dem Datenblatt auf den ersten Blick sehen kann. Als nächstes wollen wir natürlich sehen, wie er sich im Betrieb schlägt. Dafür haben wir den installiert in unserer Ausstellung hier in München, im Heimkinoraum Buena Vista, in unserer Beamer-Vergleichsanlage, wo wir den auch mit anderen vergleichen können. Und das Erste, was auffällt, ganz klar, der ist hier schon eine ganze Spur größer als sein Vorgänger, der 9200W. Dafür wirklich auch, ja, ich finde, schlichter. Er hat eine hochwertigere Lackierung, also kommt in diesem, ja, wenn es überhaupt eine Lackierung ist, also das ist ein sehr hochwertiger Kunststoff in so einem, ja, Seidenglanz, kommt hier nochmal eine Spur edler rüber als bei dem alten, und er hat nicht mehr diese schwarzen Gitter, schwarzen Blenden hier vorne, sondern es ist wirklich alles schön weiß. Und wenn wir den mal anschalten, dann fährt hier sehr leise eben diese Blende auf und dann dauert es wenige Sekunden, dann geht der Projektor an und wir können hier dann auch auf der Leinwand schon was sehen. Jetzt wollen wir das Bild also mal ausrichten auf die Leinwand. Das ist jetzt hier noch ziemlich verkurbelt. Das Schöne hier bei dem Gerät ist, wir haben eine komplett motorisierte, wahnsinnig gute Hochleistungsoptik, und das ist auch einer der Gründe, warum das Gehäuse doch verhältnismäßig groß ausfällt. Es ist alles motorisiert und extrem leise, auch was das Betriebsgeräusch betrifft. Wir haben also auch riesengroße Lüfter, die hier mit einer niedrigen Drehzahl diese Luft bewegen. Also das ist schon nochmal ein ganz großer Sprung nach vorne. Über die Fernbedienung kann ich also hier das Bild verschieben. Das ist also das sogenannte Lens Shift. Ich kann also auf Knopfdruck das Bild dahin schieben, wo ich es wirklich haben will. Und hierüber kann ich auch die Größe einstellen. Ich zoome das Bild also kleiner oder größer entsprechend und justiere mir das dann eben auf die Leinwand ein. Und ein weiterer großer Vorteil von so einer motorisierten Optik ist, dass ich den Schärfepunkt perfekt einstellen kann. Und zwar nicht vom Projektor aus, weil ich ja am Schärferegler drehe, sondern von vorne von der Leinwand aus. Ich gehe also hier vorne zu meiner Leinwand und stelle mit der Fernbedienung die Schärfe ein. Und wenn wir das jetzt hier mal machen, ja, das kann ich jetzt also hier Punkt für Punkt machen. Da sind wir drüber, gehen wir wieder ein bisschen zurück. So. Das ist also der perfekte Schärfepunkt, das kann ich schnell und wirklich perfekt einstellen. Und hier sieht man auch mal, wie gut die Optik ist. Die Optik, das muss man hier wirklich mal sagen, ist der absolute Knaller. Die ist knackescharf bis in den Rand, und knackescharf, damit meine ich wirklich richtig scharf. Also man sieht nur ganz selten in einem Heimkinoprojektor wirklich so eine grandiose Optik. Da muss man hier wirklich mal ein großes Lob an Epson aussprechen. Es gibt aber noch einen weiteren Vorteil bei dieser Optik. Neben dem, dass es motorisiert ist, ist das Ganze auch noch speicherbar. Wir haben also ein sogenanntes Lens Memory. Ich kann also verschiedene Bildgrößen und verschiedene Bildpositionen speichern. Lens Memory ermöglicht mir dann zum Beispiel solche Dinge zu tun, wie mit einer 21:9 Leinwand zu arbeiten. Das heißt, ich kann hier wirklich formatfüllend meine Kinofilme sehen, und wenn ich dann ein 16:9 Bild habe, dann, das können wir hier direkt mal zeigen, gehen wir hier mal raus, zum Beispiel mal ein Fußballspiel. Haben wir hier was gespeichert. So, das würde jetzt also hier nicht reinpassen. Da hätten wir jetzt
oben und unten eben das Bild außerhalb der Leinwand. Und wir können jetzt hier wirklich auf Knopfdruck die andere Bildposition laden. Der Projektor schiebt also das Bild dahin, wo ich es haben möchte, verkleinert es entsprechend und zeigt es mir dann eben passgenau, so wie ich es gespeichert habe, auf der Leinwand. Das Ganze ist hier sehr schön gelöst. Auf der Fernbedienung habe ich nämlich zwei direkte Wahltasten, wo ich meine zwei Lieblingspositionen direkt abrufen kann. Ich kann aber bis zu 10 verschiedene optische Positionen speichern. Wozu ist das gut? Naja, zum Beispiel kann ich mir einen Fernsehmodus programmieren, wo ich das Bild halt so klein wie möglich zoome, weil es dann natürlich auch heller wird. Also kleineres Bild bedeutet immer auch ein helleres Bild. Und dann kann ich mir das auch in eine bestimmte Position schieben, dass ich zum Beispiel von der Küche auch noch gut was sehen kann. Also solche Dinge kann man mit diesem Lens Memory machen. Dazu sei gesagt, dass man hier wirklich unglaublich flexibel ist, denn der Lens-Shift-Bereich und auch der Zoom-Bereich, die sind fast schon konkurrenzlos flexibel. Was auch besonders positiv auffällt, ist das Betriebsgeräusch. Der läuft jetzt hier im Eco-Modus. Wir haben eine tolle Helligkeit. Übrigens sind bis zu 2500 Ansilumen möglich, was enorm ist für einen Heimkinoprojektor. Und hier im Eco-Modus, da ist er natürlich ein bisschen dunkler. Ich gehe mal mit dem Mikro ein bisschen näher ran, vielleicht kann man es hören. Hört man also eigentlich nur ein leises Rauschen. Ein ganz angenehmes Geräusch, würde ich sagen, wenn man so ein Geräusch überhaupt als angenehm bezeichnen kann, aber es ist nicht unangenehm. Man hört also wirklich nur so ein Rauschen, ganz dumpf und vor allen Dingen sehr, sehr leise. Also ist wirklich kaum wahrnehmbar im Raum. Bei den neuen Epson-Geräten hat sich hier auch wirklich einiges im Innenleben verändert. Hier haben wir jetzt erstmals ein 4K-E-Shift in dieser Preisklasse. Das war bislang nur Preisklassen eigentlich von ab 4.500 € aufwärts vorbehalten. 4K-E-Shift bedeutet, wir können hier wirklich absolut vollwertige 4K-Signale verarbeiten, also entgegennehmen und auch anzeigen. Das bedeutet, wer eine Ultra HD sehen möchte, der kann das mit dem Projektor tun. Auch mit den Merkmalen hoher Kontrastempfang, also HDR, großer Farbraum BT 2020 und also der native Farbraum des Projektors sei hier nochmal gesagt, der ist ungefähr auf DCI-Niveau. Das ist also extrem groß für einen Projektor in der Preisklasse, eigentlich konkurrenzlos groß. Dann ist es so, dass wir mit diesem E-Shift, muss man erstmal wissen, wie das funktioniert, wir haben eine Auflösungssteigerung, eine Auflösungsverdoppelung, um es genau zu sagen, denn es werden immer zwei Bilder nacheinander auf dieser Leinwand gezeigt mit verschiedenen Informationen. Das erste Bild trifft auf die Leinwand, das zweite ist um einen halben Pixel diagonal versetzt auf der Leinwand und es wird dann sequenziell eben mit unterschiedlicher Information auf die Leinwand gezeigt, sodass man wirklich eine klar sichtbare Auflösungssteigerung hat auf der Leinwand. Man muss aber hier ehrlicherweise sagen, ein natives, also ein echter 4K-Projektor, ein nativer 4K-Projektor ist es nicht. Ich kann aber versichern, dass der Unterschied bei weitem nicht so groß ist, wie man das vielleicht vermuten würde. Also das ist auch ein Ding, wer hier Wert legt auf 4K-Wiedergabe, unbedingt mal hier vorbeikommen und sich das ansehen. Also wir sind hier wirklich schwer begeistert, was diese Epson hier auch mit einem 4K-Signal auf die Leinwand zaubert. Wir haben es hier noch mit einem Vorseriengerät zu tun. Das heißt, der ist zwar schon fast serienreif, aber es ist so, dass zum Beispiel Merkmale wie HDR noch nicht perfekt funktionieren. Da ist es genauso wie bei allen anderen Herstellern auch. Da tüfteln die Hersteller noch, da wird noch optimiert. Da gibt es dann sicherlich auch noch das eine oder andere Firmware-Update, um auch hier wirklich ein entsprechend gutes Ergebnis abzuliefern. Das Kontrastverhältnis ist hier auch wirklich außergewöhnlich hoch. Auf dem Papier steht 1 zu 1.000.000:1. Das ist natürlich der On-Off-Kontrast. Der ist wenig aussagekräftig. Der Kontrast entscheidet, wie tief wirkt das Bild, wie echt, wie lebendig sieht so ein Bild auch aus. Je höher der Kontrast, desto tiefer und natürlicher wirkt das Bild. Dazu muss man sagen, es gibt einen nativen Kontrast. Der liegt bei dem Gerät bei 10.000:1 und das ist wirklich verdammt hoch. Das ist schon eigentlich... Das sind schon Werte, wie wir sie eigentlich von 1, 2 oder gar 3 Klassen drüber nur kennen. Also auch hier überzeugt der Projektor. Wir wollen jetzt aber mal sehen, wir machen das Licht jetzt gleich mal aus und wollen mal sehen, wie denn tatsächlich der echte Bildeindruck auch wirklich ist. Wie erwartet bestätigen sich diese ganzen theoretischen Werte auch im Bild. Wir haben hier ein tolles, kontrastreiches Bild mit wirklich absolut brillanten, tollen Farben und haben hier auch wirklich sehr, sehr viele professionelle Möglichkeiten, das auch wirklich anzupassen.
Wir haben verschiedene Bildmodi, also der Farbmodus, der ist jetzt hier zum Beispiel auf Digital-Kino, da fahren verschiedene Filter in den Lichtweg ein, dann bekommen wir auch einen Kino-authentisch großen Farbraum, der ist also wie gesagt fast schon so groß wie DCI, dürfte sich fast genau decken und erreichen somit über ein paar Modifikationen wirklich ein tolles kinomäßiges Bild, obwohl wir ja auf der Blu-ray nur den kleinen BT709 Farbraum drauf haben, können wir hier auch ein bisschen in die Trickkiste greifen und die Farben hier deutlich aufwerten. Das Ganze liefern wir natürlich von Haus aus schon in unserer Heimkinoraum Edition aus. Bedeutet, jedes Gerät, das hier bei uns gekauft wird, wird im Vorfeld einmal ausgepackt. Es läuft einmal. Wir prüfen also alles auf Funktionen, schauen, ist die Schärfe in Ordnung, gibt es Pixelfehler, also einen Pixelfehler-Check machen wir auch. Danach wird das Gerät sauber eingestellt in verschiedenen Modi, also einen hellen Modus, zum Beispiel fürs Fußballsehen, dann haben wir einen richtig kontraststarken, kinoauthentischen Modus und auch natürlich noch einen 3D-Modus, damit auch dem 3D-Genuss nichts im Weg steht. Und künftig werden wir auch eine HDR-Einstellung anbieten. Hier im Menü im Bereich der Bildeinstellungen gibt es einen Punkt Bildoptimierung, der ist neu und hier hinter verbirgt sich das E-Shift, also die Einstellung für das E-Shift, und hier kann ich auch ein normales Full-HD-Bild aufwerten. Wenn ich jetzt also so ein Bild habe wie hier, 24 Bilder pro Sekunde, damit funktioniert es, wie eine Blu-ray zum Beispiel, dann kann ich hier diese 4K, 2K, 4K-Skalierung, so nennt sich das, also das Upscaling, einschalten und habe somit die doppelte Auflösung. Das Ganze funktioniert so, dass der Projektor intern hochrechnet auf 4K, also er analysiert das Bild, rechnet es sehr aufwendig hoch und gibt es dann eben über dieses E-Shift entsprechend wieder. Und man kann es hier sehen, wir blenden hier gerade mal ein Video aus der Nahaufnahme ein. Man kann also hier schon sehen, dass das Bild sehr viel feiner wird. Die Pixelstruktur löst sich auf, wenn wir das 4K-E-Shift einschalten. Und wir bekommen also einen deutlich analogeren Look. Und dieses digitale Kino-Feeling, also dieses digitale Feeling geht hier nochmal ein bisschen weg. Also wertet doch das Bild deutlich auf. Besonders wichtig für uns ist auch die Bewegungsdarstellung. Wir wollen also auch mal sehen, wie flüssig, wie scharf bleibt er bei so einem Kameraschwenk. Dazu nehmen wir immer eine Szene aus Cleopatra und auch das meistert er hier wirklich mit Bravour. Wir haben also einen schönen, flüssigen Schwenk und gleichzeitig werden diese ganzen Menschenmassen hier wirklich schön fein aufgelöst. Man sieht also sehr viele Details. Also das macht der Epson hervorragend gut. Muss man aber ehrlicherweise sagen, das haben die Vorgänger auch schon ganz gut gemeistert. In puncto Farben hat sich aber auch noch was getan und da nehmen wir nochmal eine andere Szene und zwar hier aus Casino Royale. Gibt es hier diese Ankunft am Hotel. Da kann man also auch mal wirklich sehen, dass hier das Wasser wirklich richtig schön so türkisblau ist. Wir haben eine Zwischenbildberechnung, die gut funktioniert. Man hat also jetzt den Hubschrauber wegfliegen sehen. Man kann die Hautfarbe sehen. Also das ist ja hier so eine richtig schöne Nachmittagssonne, so ein Orangeton. Also so wollen wir das eigentlich haben. Und da überzeugt der Epson wirklich auf ganzer Linie. Epson ist also hier wirklich der große Clou gelungen. Ein 4K-kompatibles Gerät in dieser Preisklasse, also rund 3.000 € bzw. 3.500 € für die Wireless-Variante, mit Features wie Wireless Ultra-HD-Übertragung zum Projektor, eine enorme Helligkeit von 2500 Ansilumen, einen enormen Kontrast, 10.000 zu 1 nativer Kontrast, das ist wirklich eine Sensation und sicherlich in der Preisklasse weit und breit konkurrenzlos gut. Die neuen Epsons bei uns in Kürze in der Ausstellung zu sehen. Sie sind also herzlich eingeladen. Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns und machen Sie sich hier selbst auch ein Bild. Wir können natürlich auch vergleichen mit anderen Geräten. Wir haben hier noch andere Geräte von Epson natürlich da, von Sony, JVC, Optoma, BenQ etc. Alles hier auch wirklich vorführbereit in unseren Studios. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und Sie konnten ein paar Informationen für sich herausziehen. Bleiben Sie up to date, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.